Oh, TK, meine Krankenversicherungskarte. Das ist meine Krankenversicherungskarte, Leute. TK, ich vermisse dich. Ich war mehrmals beim Hausarzt mit dir, aber jetzt kannst du mir nicht mehr helfen. Servus, wie geht's euch? Ich bin der Chris und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin der Chris, ich komme aus Amerika, ursprünglich aus Michigan. Jetzt lebe ich in DC und ich lebte in Deutschland während 3 Jahren. Ich bin zurück in meinem Land, in Amerika, weil ich mein zweites Masters machen werde und danach werde ich einen tollen Job machen und das erzähle ich euch später. Und auf diesem Channel rede ich über alles. Deutschland, Amerika, China, kulturelle Unterschiede, Sprachen. Ich bin Polyglott, ich spreche 6 Sprachen. Deutsch ist eine Fremdsprache, das ich immer noch lerne und ich versuche ab und zu Videos auf Deutsch hochzuladen. Und in diesem Video werden wir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar das ist, wie ist es in Amerika zu sein ohne Krankenversicherung. Und jetzt werde ich versuchen, durch eine deutsche Perspektive mein eigenes Land zu verstehen. Und zwar werden wir über meine Situation sprechen, weil ich keine Krankenversicherung habe. Okay, so es würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und los geht's mit dem Thema. Ich bin in Amerika, wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, weil ich mein zweites Masters machen werde. Ich war in China und ich lebe in China während 5 Jahren. Ich habe meinen Masters in China gemacht und nachdem bin ich nach Deutschland gegangen. Ich arbeitete in einer Kanzlei und ich arbeitete in einer Kita, wo ich Französisch beigebracht habe. In diese 3 Jobs, die ich hatte ich Krankenversicherung. Jetzt bin ich ein Praktikant und das Problem ist, ich kriege Geld von meinem Praktikum, aber das ist nicht genug, um meine Krankenversicherung zu zahlen und gleichzeitig essen zu können, meine Miete zahlen zu können, etc. In Amerika gibt es ein System für die Leute, die in meiner Situation sind, die nicht so viel Geld haben. Das heißt Medicaid und ich habe mich darauf beantragt. Das war bevor ich mein Praktikum gemacht habe. Und nachdem dass ich herausgefunden habe, dass ich Geld verdiene, habe ich meine Krankenversicherung verloren. Ich bin in einer sehr, sehr besonderen Situation. Ich verdiene Geld, aber das ist nicht genug, um meine Krankenversicherung zu zahlen und meine Miete zu zahlen. So, ich bin sozusagen stuck. Ich habe keine Krankenversicherung und ich kann das nicht zahlen. Jetzt muss ich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich fahre kein Auto, ich versuche die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Ich laufe jeden Tag die Straße entlang und ich versuche sehr vorsichtig zu sein, sodass ich keinen Unfall habe. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich sehr unsicher. Ich fühle mich richtig unsicher, weil in Deutschland hatte ich Krankenversicherung, insbesondere wenn ich arbeitslos war. Ich habe meine Arbeitslosversicherung bezahlt, als ich in Deutschland lebte. Dann durfte ich sozusagen jeden Monat 1.069 € von der Regierung bekommen. Außerdem wurde meine Krankenversicherung bezahlt und noch mehr, das war so toll. In dieser Zeit, ich hatte 21 Urlaubstage zu nutzen in meiner Arbeitsloszeit. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Das System in Deutschland ist so gut. Ich vermisse es. Und jedes Mal, wenn ich darüber spreche mit meinen Freunden hier in Amerika, sie finden das wirklich krass. So, ich bin in einer sehr privilegierten Situation, weil wenn ich mit meinem Studium anfange, dann das heißt, dass ich Krankenversicherung von der Universität bekomme. Aber es gibt Leute, die in dieser Situation wie meins, die lebenslang damit umgehen müssen. Das heißt, sie sind bezahlt von deren Arbeit, aber kriegen nicht genug, um Krankenversicherung zu zahlen und dann gleichzeitig die Miete zu zahlen. Ich muss zu meinem Hausarzt gehen, aber trotzdem, ich denke, jetzt bin ich der Meinung, dass ich ein bisschen warten muss, bis ich das habe, so dass es günstig ist, weil ich kann mir das leider nicht leisten. Die Deutschen unterschätzen wirklich die Krankenversicherung. Ich habe einen Freund, der mir sagte, nein, ich hasse das in Deutschland, wir zahlen zu viel in das System und etc. Natürlich gibt es Vor- und Nachteile, aber wirklich, das macht keinen Spaß, wenn du nicht versichert bist und dass du wirklich auf alles achten musst
Und wenn du mehr Angst davor hast, in das falsche Krankenhaus gebracht zu werden, statt dich gekümmert zu lassen, das ist wirklich, wirklich krass. Was ich wünsche uns allen in Amerika ist ein Krankenversicherungssystem so wie Deutschlands, dass wir alle bezahlen müssen, sodass niemand sich findet in solchen Situationen. Wir sind ein reiches Land und wie Angela Merkel sagt, das schaffen wir. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Es gibt natürlich viele Probleme in Amerika und ich werde versuchen, mehr darüber zu sprechen, also die Probleme in meinem Land. Jetzt, dass ich in Deutschland gelebt habe, als jemand wirklich, der meine Bildung also kostenlos machen durfte, dass ich Krankenversicherung bekam in Deutschland, dass ich wirklich an nichts denken musste, wenn ich krank war. Ich denke, ich war so privilegiert in Deutschland und ich denke, die Leute in Deutschland, die unterschätzen das. Natürlich, dazu gibt es eine Lösung und dafür müssen wir kämpfen. Und ich denke, mein Land ist ein Land, das das leisten kann und ich hoffe, dass wir wirklich eines Tages diese Lessons sozusagen von anderen Ländern auf der Welt lernen können, so wie Deutschland, Schweden, Österreich, der Schweiz etc. Als ich in Deutschland war, ich hatte 3 OPs und das war alle bezahlt von meiner Krankenversicherung. Und Gott sei Dank jetzt, ich habe kein Problem mit meinem Körper und mit meiner Gesundheit. Ich muss nur einen Monat warten, um Krankenversicherung zu bekommen für meine Universität. Aber trotzdem ist es so traurig, weil ich denke an die Leute, die an der Straße sind. Genau, die haben kein Haus, die sind homeless sozusagen. Und ja, also es gibt viele Leute, die wirklich kein anderes haben. Und jetzt ist die Frage für euch. Denkt ihr oft an die Vorteile eures Krankenversicherungssystems? Mit welchen gesellschaftlichen Problemen in Deutschland hat Deutschland zu kämpfen? Und was sind eure Meinungen nach den Lösungen zu diesen Problemen in Deutschland, also soziale Probleme? Ja, also ich wollte nur ein kurzes Video machen. Das ist mein erstes Mal, dass ich über ein Thema sozusagen in Amerika bespreche. Ja, wenn ihr etwas dazu zu sagen habt, bitte schreibt mir das hier runter und ja, ich würde mich sehr freuen zu sehen, was ihr über dieses Video denkt. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren könnt. Ja, ich bin YouTuber, ich versuche regelmäßig Videos hochzuladen, auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch, auf Chinesisch. Ich möchte sehr oft Videos hochladen und dafür brauche ich Ideen. So, wenn ihr Ideen habt, bitte schreibt mir das auch herunter. Manchmal, wenn es interessanten Thema oder zum Beispiel Kommentare gibt, dann werde ich diese Kommentare nehmen und ich werde ein Video daraus machen. So bitte lasst mir hier einen Kommentar, was denkt ihr über dieses Video und wir sehen uns dann nächste Woche, gell? Okay, bis dann, tschüss!